Hallo zusammen. Wir sprechen heute mal über ein ganz anderes Thema, nämlich über künstliche Intelligenz in der Gesellschaft. Und dazu passend stelle ich dir ein paar Zitate aus einem OECD-Dokument vor, das auch genauso heißt, nämlich künstliche Intelligenz in der Gesellschaft. Aufmerksam auf das Thema bin ich aber geworden oder überhaupt die Idee jetzt mal im Video heute euch für das Thema zu sensibilisieren, eigentlich durch eine Pressemitteilung der bayerischen Staatsregierung, die nämlich vor wenigen Tagen da bekannt gegeben hat, dass sie eine Kooperation mit der Technischen Universität Nürnberg eingeht. Und das heißt in der Pressemitteilung der bayerischen Staatsregierung wie folgt, ich zitiere, blende den Link natürlich dann noch mit ein oder packe ihn auch in die Beschreibung. Und da heißt es, der heute unterzeichnete Letter of Intent des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat und der Technischen Universität Nürnberg umfasst eine enge Zusammenarbeit bei der Erforschung und Entwicklung neuer KI-Modelle, die Optimierung und Automatisierung von Verwaltungsprozessen sowie eine insgesamte Effizienzsteigerung. Und jetzt kommt's. Die Zusammenarbeit wird auch die Entwicklung neuer KI-Modelle umfassen, die in der Lage sind, Schlussfolgerungen in rechtlichen und regulatorischen Steuerrahmen zu ziehen. Mit anderen Worten, die Steuerverwaltung, und das ist jetzt auch nicht ganz neu, ich werde nachher noch eine andere Pressemitteilung dazu vorstellen, aber benutzen und wollen noch viel intensiver künstliche Intelligenz benutzen, um eben auch möglicherweise Umsatzsteuerbetrug oder auch unklare, nicht richtige Angaben in Steuererklärung aufzudecken. Beispielsweise. Dazu heißt es übrigens auf der Website publicgovernance.de, immer mehr KI-Anwendungen in Bundesbehörden. Und ich zitiere, viele Bundesministerien und nachgeordnete Behörden nutzen Systeme mit Komponenten von künstlicher Intelligenz. Mehr als 80 Projekte laufen bereits in über 35 verschiedenen Behörden. Darüber hinaus befinden sich fast 200 KI-Projekte in der Forschungs- oder Testphase. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Und weiter unten heißt es dann, eine Vielzahl der KI-Projekte seien im Gesundheitsbereich zu finden, durchaus positiv natürlich zu sehen. Und jetzt heißt es, zu den nachgeordneten Behörden, die KI gezielt und explizit für automatisierte Entscheidungen oder Mustererkennungen nutzen, zähle auch das Robert-Koch-Institut beispielsweise, aber unter anderem werden eben Daten aus sozialen Medien und Online-Zeitungsartikeln genutzt, um mögliche Entwicklung und potenzielle Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu prognostizieren. Und jetzt heißt es ja weiter, auch in anderen Bereichen werde KI vielseitig eingesetzt. Im Bundeszentralamt für Steuern beispielsweise werde das Internet automatisiert nach Hinweisen auf Umsatzsteuerbetrug durchsucht und so weiter und so fort. Liest ihr die komplette Mitteilung gern selbst durch. Jetzt die Frage, wie kann ich mich möglicherweise jetzt davor schützen? Wie betrifft mich das jetzt, wenn ich als normaler Bürger vielleicht vorhabe, auszuwandern, meinen Plan B umzusetzen? Und muss ich mir da überhaupt Sorgen machen? Und ich habe mir dazu noch mal ein Dokument angeschaut von der OECD. Auch den Link gerne packe ich dir in die Beschreibung. Das Dokument heißt Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft. Und in diesem Dokument wird also sehr umfangreich beschrieben, in welchen Bereichen des öffentlichen Sektors künstliche Intelligenz bereits zum Einsatz kommt und wie das dort auch weitergehen könnte. Also ein Bereich ist, der uns ja allen bekannt ist, ist vielleicht die Gesichtserkennung. Der öffentliche Raum wird ja immer mehr von Kameras auch überwacht. Und hier heißt es im Dokument auf der Seite 80, die Auswirkung von KI geht in der Überwachung, also Gesichtserkennung, weit über die reine Gesichtserkennung hinaus. Und hier heißt es, dass eben zur Identifikation alternative Informationen wie Größe, Kleidung, Körperbau und Körperhaltung jetzt auch verwendet werden können. Und die KI eben das alles miteinander kombinieren kann, auch in der Lage ist, Bilder natürlich automatisch nachzuschärfen, die vielleicht mit alten Methoden vorher nicht eingesetzt werden können. Das Ganze kann dann zum Beispiel auch von der Justiz bei Strafverfolgung besser benutzt werden. Auch darauf geht das Dokument hier ein von der OECD. Hier wird nämlich darauf hingewiesen, dass man immer mehr vorausschauende Polizeiarbeit durch den Einsatz von KI versucht zu betreiben. Also Mustererkennung beispielsweise gibt es einige Städte, in denen die Polizei mit KI vorausberechnet, wo es möglicherweise zu strafrechtlichen Abläufen kommen könnte, um welche Zeit, in welchem Stadtteil
und dann dort eben mehr präsent ist, um auf sowas zu reagieren. Eine Sache, die mir etwas Sorgen gemacht hat, ist, dass im Dokument auch ausführlich beschrieben ist, wie die Justiz künstliche Intelligenz bereits jetzt einsetzt und künftig noch mehr einsetzen möchte, nämlich indem sowohl Richter als auch Anwälte künstliche Intelligenzlösungen benutzen, um den Ausgang eines Gerichtsprozesses vorauszusagen. Auch übrigens gibt es da schon Testprogramme, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestimmte Fälle beurteilt. Das heißt, man füttert da die künstliche Intelligenz mit diesen Informationen und am Ende kommt als Antwort, also das wird so und so ausgehen. Die Frage ist einfach, ob sich jetzt ein Richter in seiner Entscheidung vielleicht davon dann beeinflussen ließe oder Rechtsanwälte vielleicht beeinflussen ließen und ein bestimmtes Verfahren gar nicht erst vielleicht anmelden, bestimmte Klage vielleicht nicht einreichen, weil es die künstliche Intelligenz sagt, du hast wenig Chancen. Also das sind so Dinge, die man sich dann natürlich durch den Kopf gehen lassen muss, und schreib mir gerne deine Kommentare. Jetzt zurück zu Dingen, die dich und mich aber vielleicht heute schon betreffen können, morgen betreffen können, auch wenn wir vielleicht in ein anderes Land auswandern wollen. Und das ist zum Beispiel das Kreditscoring. Also in dem Dokument werden eine ganze Reihe von möglichen Einsatzszenarien von künstlicher Intelligenz, die heute schon im Einsatz ist, beschrieben. Beispielsweise eben, dass das Kreditscoring sich füttern lässt oder automatisch im Prinzip danach sucht nach Informationen. Was postest du in digitalen oder sozialen Medien? Mit wem bist du vernetzt? Wer sind deine Freunde? Sind das zuverlässige Leute oder unzuverlässige Leute? Beispielsweise, welche Bücher kaufst du oder liest du bei Amazon oder hörst du bei Audible? Welche Filme siehst du? Welche Spiele kaufst du? Wie viel Zeit verbringst du mit dem Spielen von Computerspielen? All das gibt es also schon verschiedene Kreditscoring-Systeme, die diese Daten automatisiert sammeln und dann zum Beispiel automatisiert berechnen, welche Kaution du bei einer Mietwohnung bezahlen müsstest, beispielsweise. Oder welche Zinsen du bei einem Kredit bekommst. Bekommst du überhaupt einen Kredit beispielsweise? Und eben gerade, wenn man vielleicht in ein anderes Land auswandern will und eine Bank dort solche Systeme einsetzen würde, könnte eben auch die Entscheidung sein, du bekommst bei unserer Bank kein Konto. Und deswegen eben nochmal die Bitte, einfach eine gewisse Awareness zu haben. Also was hinterlasse ich für Daten im Internet und kann ich eventuell meine Privatsphäre im Internet besser schützen? Weil das in Zukunft eben einen großen Impact, einen großen Einfluss darauf haben kann, wie du beurteilt wirst. Zum Beispiel eben bei Banken. Generell raten wir ja jedem immer wahrheitsgemäß alle Daten zur Verfügung zu stellen, die ihm gebühren. Also zum Beispiel einer Behörde oder einer Bank, die soll genau die Daten von mir bekommen, auf die sie auch einen Anspruch hat. Aber eben nicht ein Byte sozusagen mehr an Daten. Und deswegen schau dir auch gerne nochmal unser Video an, das werde ich hier verlinken, was du tun kannst, um deine Privatsphäre ganz, ganz speziell auch zu sichern, dort im Prinzip einen kleinen Burggraben um dich selbst zu ziehen. Du kannst also einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit von dir so wenig wie möglich Daten im Internet verfügbar sind. Das ist ein kleiner Weckruf sozusagen, und liest dir gerne die Dokumente nochmal selber durch. Ansonsten in einem nächsten Video werden wir nochmal besprechen, was denn diese ganzen Systeme, also diese künstliche Intelligenz, die da zum Einsatz kommt, auch für einen Einfluss haben könnte, in dem Fall es zu einer Einführung von digitalen Zentralbankwährungen kommt, weil auch das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr viele bewegt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.